Konnichiwa und Merry Christmas alle zusammen. Viele von euch fragen sich sicherlich, was ich in meiner Pause gemacht habe. Nun ja, die Antwort ist nicht sonderlich spannend. Ich habe für meine Quartalsprüfung in der Japanerschule gelernt und da ich überer Durchschnitt in meiner Klasse bin, habe ich versucht, eine Klasse zu überspringen. Nun ja, ich habe versagt. Aber ja, deswegen sahen meine letzten Wochen nicht sonderlich spektakulär aus. Ja, wenn wir von Weihnachten sprechen, in Japan wird das hier nicht so hart zelebriert wie bei uns in Europa. Wo bei uns Weihnachten ein Fest der Liebe und der Familienkultur ist, heißt Weihnachten hier einfach nur mit seinem Partner abzuhängen. Das Familientreffen wird dann auf Neujahr verschoben, was einen ganz hohen Stellenwert hier hat. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Nichtsdestotrotz haben Saudi und ich einen Weihnachtsmarkt in Roppongi abgeklappert. Und da gab es natürlich alle möglichen Dinge aus deutscher Kultur zu kaufen. Ich muss schon sagen, nach 3 Monaten hier in Japan fange ich an, meine Heimat zu vermissen. Und da habe ich mich natürlich super gefreut, als ich hörte, dass dort Apfelstrudel verkauft wird. Es geht auch nichts über den guten alten Apfelstrudel. Aber was ist das? Zum einen war das Ding kalt und dann auch noch mega klein. Und dafür habe ich 6 Euro bezahlt. Und ich musste es mit meiner Freundin teilen. Nein, 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 das geht so nicht, das ist nicht deutsch. Sagt jedes Mal eine innere Stimme in mir, wenn ich sehe, dass die Japaner unsere Kultur versuchen zu imitieren. Mich würde brennend interessieren, was Weihnachten für euch bedeutet, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare. Ja, und da ich von Weihnachten hier nicht besonders viel berichten kann, werde ich einfach von einem anderen Thema heute erzählen. Bevor Tokio die Hauptstadt von Japan wurde, gab es noch viele etliche andere Städte, die diesen Titel trugen. Eine der ersten davon ist Kamakura. Den Bleach-Fans wird jetzt sicherlich der Name bekannt vorkommen. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied. Kamakura ist eine Stadt, die sich sehr viele Traditionen bewahrt hat und deswegen für Touristen besonders attraktiv ist. Ja, und dadurch, dass Kamakura in der Nähe von Tokio ist, haben wir gleich unseren Sonntagsausflug dahin geplant. Am Abend zuvor habe ich noch bei einem Kumpel gepennt und habe dann separat von Saudi die Route nach Kamakura genommen. Und Gottverdammt war meine Wahl beschissen. Ich bin an so eine Bimmelbahn eingestiegen, die langsamer war als ich zu Fuß. Saudi hat dann natürlich lange auf mich gewartet und war mega angepisst. Also was tun? Zum Glück bietet Kamakura eines der besten Dangos von ganz Japan an. Ich liebe alles an dir. Aber Kamakura hat sogar noch mehr zu bieten. Sehr berühmt für die Stadt ist Shirase. Das sind kleine Fische, die meistens roh verzehrt werden, so wie vieles in Japan. Bis dahin hat mein Magen auch wirklich richtig gut mitgespielt. Allerdings hat er bei Shirase dann letztendlich kapituliert. Die Hälfte des Tages saß ich auf dem Klo. Nein, das darfst du nicht. ne? Soweit wie mein Magen dann noch mitgespielt hat, haben wir dann Souvenirshops abgeklappert. So, was glaubt ihr denn, was das Nummer 1 Souvenirprodukt in Kamakura ist? Essstäbchen. Ich wusste gar nicht, dass man für Essstäbchen so viel Geld ausgeben kann. Senen. Senen. Hey. Ja, Saudi und ich haben uns auch gegönnt. Ich habe mir ein paar traditionelle Essstäbchen gekauft. Die nennen sich Otokobashi. Das Prinzip hierbei ist ganz einfach. Dick heißt männlich. Ja. Was die Stadt auch auszeichnet, sind die vielen Tempel und Schreine, die dort situiert sind. Um unseren Tagesausflug abzurunden, sind wir zum größten Schrein von Kamakura gegangen. Zufällig an diesem Tag war sogar noch Hochzeit. Interessant für Japan, es gibt 6 verschiedene klassische Hochzeitsarten dort. Diese ist im shintoistischen Style und nennt sich Shinzen-shiki. Etwas abseits von der Zeremonie stand noch ein Typ à la Gandalf und versuchte die Leute abzuhalten, die Zeremonie nicht zu unterbrechen. Neben dem Schrein gibt es noch eine Ecke mit Wandtafeln und diese beschriftet man selbst, um Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Ja, und zum Schluss gibt es dann wieder deutsche Kultur. Sie lässt mich einfach nicht los. Jo, jetzt sind wir hier an einem Stand vorbeigekommen, wo sie das Bier mit Strohhalm anbieten. Gott, ist das sexy. Prost! Ach, die Japaner lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen. Es ist schon echt interessant. Die Liebe der Japaner zu uns Deutschen ist sehr, sehr groß. Und ich kann nicht mal erklären, warum. Die einzige tiefe Freundschaft, die wir geführt haben, war zum Zweiten Weltkrieg. Trotzdem scheint sich jeder Japaner, den ich kenne, an irgendein bestimmtes deutsches Wort zu erinnern. Und viele Leute haben auch Familienbeziehungen zu Deutschland. Du fährst ab und zu nach Deutschland. Ja. Cool. Eure Chance, Leute. Schnappt euch einen Japaner.
So, das war's dann mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir wie immer ein Abo da und teilt das an eure Freunde weiter. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, Leute, und rutscht gut ins neue Jahr rein. Macht's gut.